Willkommen zu einer weiteren Reise in die Vergangenheit. Stell dir vor, du stehst an einem nebligen Flussufer, umgeben von dichtem Wald und sumpfigem Boden. Das Wasser der Spree fließt gemächlich dahin, während sich nur wenige Fischer, Jäger und Händler ihren Weg durch diese raue Landschaft bahnen. Kein Palast ragt in den Himmel, keine Kirche bestimmt die Silhouette, keine Stadtmauer schützt die Bewohner. Es ist kaum vorstellbar, dass genau an diesem Ort einmal eine der bedeutendsten Hauptstädte Europas entstehen wird. Während London bereits seit Jahrhunderten wächst, Paris Könige beherbergt und Köln schon ein wichtiges Handelszentrum ist, existiert Berlin noch nicht einmal als Name auf einer Landkarte. Doch ausgerechnet hier beginnt eine Geschichte, die dramatischer kaum sein könnte. Eine Geschichte voller Aufstieg und Niedergang, voller Kriege, Revolutionen, Teilung und Wiedervereinigung. Kaum eine andere europäische Stadt wurde so oft zerstört, neu aufgebaut und immer wieder neu erfunden. Begleite mich auf eine Reise durch mehr als 800 Jahre Berliner Geschichte. Von den ersten Siedlern im Sumpf bis zur lebendigen Metropole, die heute das Herz Deutschlands bildet. Die Geschichte Berlins beginnt lange vor seiner eigentlichen Gründung. Bereits vor über 10.000 Jahren ziehen Jäger und Sammler durch die Landschaft entlang der Spree. Archäologen entdeckten im heutigen Bezirk Treptow-Köpenick sogar eine mehr als 10.000 Jahre alte Hirschgeweihmaske, die vermutlich einem Schamanen gehörte. Sie erinnert daran, dass dieses Gebiet schon sehr früh von Menschen genutzt wurde. Im frühen Mittelalter leben hier westslawische Stämme. Sie errichten befestigte Burgen an strategisch wichtigen Stellen und kontrollieren den Handel auf den Flüssen. Die Landschaft besteht aus Sümpfen, Seen und dichten Wäldern. Für Fremde ist sie schwer zugänglich, für ihre Bewohner dagegen ein natürlicher Schutz. Übrigens stammt der Name Berlin wahrscheinlich aus dem Slawischen und bedeutet so viel wie Ort im Sumpf. Mit dem Bären im heutigen Stadtwappen hat der Name also ursprünglich nichts zu tun. Diese Verbindung entstand erst viele Jahrhunderte später. Ende des 12. Jahrhunderts erkennen deutsche Kaufleute den Wert dieses Ortes. Hier kreuzen sich wichtige Handelswege zwischen Ost- und Westeuropa und eine günstige Flussquerung macht den Platz besonders attraktiv. An den beiden Ufern der Spree entstehen deshalb zwei Siedlungen: Berlin und das gegenüberliegende Köln auf einer kleinen Insel. 1237 wird Köln erstmals urkundlich erwähnt, Berlin folgt wenige Jahre später. Die beiden Orte wachsen schnell zusammen. Händler bringen Salz, Pelze, Holz, Getreide und Stoffe aus allen Richtungen Europas hierher. Märkte entstehen, Werkstätten werden gebaut und schon bald entwickelt sich aus den kleinen Siedlungen eine aufstrebende Doppelstadt. Im Jahr 1415 beginnt ein neues Kapitel. Die Hohenzollern übernehmen die Herrschaft über Brandenburg. Für Berlin bedeutet das eine tiefgreifende Veränderung. Aus der freien Handelsstadt wird nach und nach eine Residenzstadt der Fürsten. Kurfürst Friedrich II. Lässt mitten in Berlin ein Schloss errichten, gegen den ausdrücklichen Willen vieler Bürger. Sie fürchten den Verlust ihrer Selbstständigkeit und ihrer Handelsrechte. Doch ihr Widerstand bleibt erfolglos. Von nun an wird Berlin immer stärker von seinen Herrschern geprägt. Gerade als die Stadt beginnt aufzublühen, trifft sie jedoch eine Katastrophe. 1618 bricht der Dreißigjährige Krieg aus. Mehr als 3 Jahrzehnte lang ziehen Soldaten unterschiedlichster Armeen durch Mitteleuropa. Auch Berlin bleibt nicht verschont. Plünderungen, Hunger und Krankheiten treffen die Bevölkerung mit voller Wucht. Die Pest fordert zahllose Opfer, ganze Straßenzüge verfallen, viele Häuser stehen leer. Als der Krieg 1648 endet, leben in Berlin nur noch etwa halb so viele Menschen wie zuvor. Für viele Städte hätte eine solche Katastrophe das Ende bedeutet. Für Berlin ist sie erst der Anfang.
Kurfürst Friedrich Wilhelm, später als der große Kurfürst bekannt, erkennt schnell, dass eine Stadt ohne Einwohner nicht wachsen kann. Als Ludwig XIV. Im Jahr 1685 Hunderttausende französische Protestanten, die Hugenotten, aus Frankreich vertreibt, nutzt Friedrich Wilhelm die Gelegenheit. Er lädt sie nach Brandenburg ein. Tausende folgen seinem Aufruf. Sie bringen neue Handwerkskünste, modernes Wissen, wirtschaftliche Erfahrung und neue Ideen mit. Berliner Manufakturen entstehen, Straßen werden erweitert, neue Viertel gebaut. Innerhalb weniger Jahre verändert sich das Gesicht der Stadt. Viele Dinge, die heute selbstverständlich erscheinen, gehen auf diese Einwanderer zurück. Sie fördern das Handwerk, verbessern den Gartenbau und bringen sogar neue Gemüsesorten und Obst nach Brandenburg. Berlin entwickelt sich immer stärker zu einer weltoffenen Stadt. 1701 wird Brandenburg schließlich zum Königreich Preußen. Berlin wird nun offiziell Königsresidenz. Überall entstehen prachtvolle Gebäude. Das Stadtschloss wird erweitert, unter den Linden entwickelt sich zur prächtigen Flaniermeile und mit dem Zeughaus entstehen Bauwerke, die Berlin erstmals den Glanz einer europäischen Hauptstadt verleihen. Mit Friedrich II., besser bekannt als Friedrich der Große, beginnt die nächste Blütezeit. Er ist Soldat, Philosoph und Kunstliebhaber zugleich. Unter seiner Herrschaft entstehen die erste freistehende Oper Deutschlands, neue Bibliotheken und zahlreiche repräsentative Gebäude. Berlin soll nicht nur militärisches Zentrum Preußens sein, sondern auch eine Stadt der Wissenschaft und Kultur. Immer mehr Menschen ziehen hierher. Als Friedrich der Große 1786 stirbt, leben bereits rund 145.000 Einwohner in Berlin. Nur wenige Jahre später entsteht eines der bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands, das Brandenburger Tor. Damals dient es noch als prachtvolles Stadttor und Symbol des Friedens. Doch schon bald erlebt es seine erste große Demütigung. 1806 marschiert Napoleon nach seinem Sieg über Preußen durch genau dieses Tor in die Stadt ein. Als Zeichen seines Triumphs lässt er sogar die berühmte Quadriga abbauen und nach Paris bringen. Für die Berliner ist das eine tiefe Demütigung. Doch nach Napoleons Niederlage kehrt die Quadriga zurück. Bis heute blickt sie vom Brandenburger Tor über die Stadt und erinnert an diese bewegte Zeit. Im 19. Jahrhundert verändert sich Berlin schneller als jemals zuvor. Die Dampfmaschine, neue Fabriken und der technische Fortschritt machen die Stadt zu einem der wichtigsten Industriezentren Europas. Was einst als kleiner Handelsplatz begann, entwickelt sich innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer pulsierenden Metropole. 1838 wird die erste Eisenbahnstrecke zwischen Berlin und Potsdam eröffnet. Für die Menschen ist sie eine kleine Revolution. Waren und Reisende erreichen ihre Ziele plötzlich in einem Bruchteil der bisherigen Zeit. Nur wenige Jahre später baut der Ingenieur August Borsig seine ersten Lokomotiven in Berlin. Seine Maschinen genießen bald einen hervorragenden Ruf und werden in viele Länder exportiert. Auch Werner von Siemens schreibt Geschichte. Mit der Entwicklung der Dynamomaschine legt er den Grundstein für die moderne Elektrotechnik. 1879 fährt in Berlin schließlich die erste elektrische Straßenbahn der Welt. Ein Ereignis, das Städte auf der ganzen Welt beeinflussen wird. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung wächst auch die Bevölkerung rasant. Immer mehr Menschen verlassen die Dörfer und suchen Arbeit in den Fabriken der Hauptstadt. Innerhalb weniger Jahrzehnte vervielfacht sich die Einwohnerzahl. Doch das rasante Wachstum hat seinen Preis. Um möglichst viele Arbeiter unterzubringen, entstehen riesige Mietskasernen. Hinter prächtigen Vorderhäusern verbergen sich enge Hinterhöfe, in denen oft mehrere Familien auf engstem Raum leben. Tageslicht erreicht viele Wohnungen kaum. Krankheiten wie Tuberkulose und Typhus breiten sich leicht aus und die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Berlin wird reich, aber nicht jeder profitiert davon. Während Unternehmer große Vermögen aufbauen, kämpfen viele Arbeiter täglich ums Überleben. 1871 verändert sich die Geschichte Deutschlands grundlegend.
Nach dem Sieg Preußens über Frankreich wird das Deutsche Kaiserreich gegründet. Berlin wird Reichshauptstadt. Mit diesem neuen Status beginnt eine gewaltige Bauphase. Der Reichstag entsteht, der Berliner Dom wird erweitert und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche prägt das Stadtbild. Breite Boulevards, elegante Plätze und imposante Regierungsgebäude verleihen Berlin den Glanz einer Weltstadt. 1902 eröffnet die erste U-Bahn Deutschlands. Sie erleichtert den Verkehr in einer Stadt, die immer größer wird. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts leben bereits über 2 Millionen Menschen in Berlin. Damit zählt die Stadt zu den größten Metropolen der Welt. Berlin ist nun das wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Zentrum des Deutschen Reiches. Doch dieser Aufstieg wird jäh unterbrochen. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Zunächst hoffen viele Berliner auf einen schnellen Sieg. Doch je länger der Krieg dauert, desto größer werden Hunger und Not. Besonders der sogenannte Steckrübenwinter von 1916 und 1917 bleibt vielen Menschen in Erinnerung. Lebensmittel sind knapp, Brot und Kartoffeln fehlen und oft bleibt nur die Steckrübe als tägliche Mahlzeit. Als der Krieg 1918 endet, ist das Deutsche Kaiserreich am Ende. Am 9. November ruft Philipp Scheidemann vom Reichstagsgebäude die Republik aus. Deutschland wird zur Demokratie. Nur 2 Jahre später entsteht durch das Groß-Berlin-Gesetz eine völlig neue Stadt. Zahlreiche umliegende Gemeinden werden eingemeindet. Plötzlich zählt Berlin fast 4 Millionen Einwohner und gehört zu den größten Städten der Welt. Die folgenden Jahre gehen als die goldenen Zwanziger in die Geschichte ein. Berlin wird zum kulturellen Mittelpunkt Europas. Überall eröffnen Theater, Kinos und Kabarets. Künstler, Schriftsteller, Musiker und Wissenschaftler aus aller Welt kommen hierher. Marlene Dietrich beginnt ihre Karriere, Josephine Baker begeistert das Publikum und Fritz Lang dreht mit Metropolis einen der bedeutendsten Filme der Filmgeschichte. Tagsüber arbeiten Millionen Menschen in Büros und Fabriken. Nachts verwandelt sich Berlin in eine Stadt voller Musik, Tanz und Lebensfreude. Doch unter der schillernden Oberfläche wachsen bereits neue Probleme. Die Hyperinflation von 1923 vernichtet innerhalb weniger Monate die Ersparnisse unzähliger Familien. Nur wenige Jahre später trifft die Weltwirtschaftskrise Deutschland mit voller Wucht. Hunderttausende Berliner verlieren ihre Arbeit. Armut, politische Radikalisierung und Straßenschlachten prägen zunehmend das Bild der Hauptstadt. Viele Menschen verlieren den Glauben an die junge Demokratie. Und genau in dieser Atmosphäre gelingt einer Partei der politische Aufstieg, der Deutschland und die Welt in eine Katastrophe führen wird. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Für Berlin beginnt damit eines der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte. Innerhalb weniger Monate verwandelt sich die Hauptstadt des Deutschen Reiches in das Machtzentrum der nationalsozialistischen Diktatur. Politische Gegner werden verfolgt, Zeitungen bleichgeschaltet und jüdische Bürger Schritt für Schritt aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Der Architekt Albert Speer entwirft gigantische Pläne für eine neue Welthauptstadt mit dem Namen Germania. Gewaltige Prachtstraßen, monumentale Gebäude und eine riesige Kuppelhalle sollen die Macht des Regimes demonstrieren. Doch die meisten dieser Pläne bleiben auf dem Papier. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 verändert sich das Leben in Berlin erneut grundlegend. Anfangs scheint der Krieg für viele weit entfernt zu sein. Doch je länger er dauert, desto stärker erreicht er die Hauptstadt. Ab 1943 wird Berlin immer häufiger Ziel alliierter Luftangriffe. Sirenen heulen beinahe täglich, Menschen fliehen in Luftschutzkeller, ganze Straßenzüge verschwinden unter den Bomben. Wo einst prachtvolle Boulevards und Wohnhäuser standen, bleiben oft nur Trümmer zurück. Im Frühjahr 1945 erreicht der Krieg schließlich seinen Höhepunkt. Sowjetische Truppen rücken auf Berlin vor.
Es kommt zu erbitterten Straßenkämpfen, bei denen um nahezu jedes Gebäude gekämpft wird. Wochenlang liegt die Stadt unter ständigem Artilleriefeuer. Am 2. Mai 1945 kapituliert Berlin. Die Bilanz ist verheerend. Große Teile der Innenstadt sind zerstört. Hunderttausende Menschen haben ihr Zuhause verloren. Zahllose Gebäude liegen in Schutt und Asche. Doch unmittelbar nach Kriegsende beginnt bereits der Wiederaufbau. Vor allem die sogenannten Trümmerfrauen leisten Unglaubliches. Mit Schaufeln, Hacken und bloßen Händen räumen sie Millionen Tonnen Schutt aus den Straßen. Ohne ihre Arbeit wäre der Wiederaufbau Berlins kaum denkbar gewesen. Ein Teil dieser Trümmer bildet später sogar einen neuen Hügel, den heutigen Teufelsberg, der bis heute aus den Überresten der zerstörten Stadt besteht. Nach dem Krieg teilen die 4 Siegermächte Berlin in 4 Besatzungssektoren auf. Schon bald verschärfen sich jedoch die Spannungen zwischen den westlichen Alliierten und der Sowjetunion. 1948 blockiert die Sowjetunion sämtliche Land- und Wasserwege nach West-Berlin. Die Antwort des Westens geht als Berliner Luftbrücke in die Geschichte ein. Fast ein Jahr lang landen im Minutentakt Transportflugzeuge auf den Berliner Flughäfen. Sie bringen Lebensmittel, Kohle und Medikamente in die eingeschlossene Stadt. Über 2 Millionen Tonnen Hilfsgüter werden eingeflogen. Die Berliner nennen die Maschinen bald liebevoll Rosinenbomber, weil viele Piloten kleine Süßigkeiten an Fallschirmen für die Kinder abwerfen. Die Blockade scheitert. Doch die Teilung Deutschlands wird immer tiefer. 1949 entstehen 2 deutsche Staaten. Berlin bleibt eine geteilte Stadt. Während sich West-Berlin zunehmend an den Westen orientiert, wird Ost-Berlin zur Hauptstadt der DDR. Viele Menschen verlassen die DDR über die noch offene Grenze in Berlin. Allein bis 1961 fliehen Millionen Menschen in den Westen. Für die DDR-Führung wird das zum Problem. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 geschieht das Unvorstellbare. Soldaten sperren Straßen, rollen Stacheldraht aus und beginnen mit dem Bau einer Mauer. Innerhalb weniger Tage wird Berlin geteilt. Familien werden auseinandergerissen, Freunde verlieren den Kontakt. Arbeitswege enden plötzlich an Beton- und Wachtürmen. Aus einer provisorischen Absperrung entsteht eine über 160 Kilometer lange Grenzanlage mit Mauern, Selbstschussanlagen, Wachtürmen und einem streng bewachten Todesstreifen. Mindestens 140 Menschen verlieren beim Versuch, die Berliner Mauer zu überwinden, ihr Leben. Fast 3 Jahrzehnte lang bleibt Berlin das sichtbarste Symbol des Kalten Krieges. Im Herbst 1989 gerät die DDR zunehmend unter Druck. Immer mehr Menschen demonstrieren für Freiheit und Reformen. Am Abend des 9. November 1989 geschieht schließlich etwas, das niemand erwartet. Während einer Pressekonferenz verkündet SED-Funktionär Günter Schabowski neue Reisebestimmungen. Auf die Frage eines Journalisten, wann diese Regelung gelte, antwortet er nach kurzem Zögern: Das tritt nach meiner Kenntnis sofort, unverzüglich in Kraft. Diese wenigen Worte verändern die Welt. Noch am selben Abend strömen tausende Berliner zu den Grenzübergängen. Die überforderten Grenzsoldaten öffnen schließlich die Schlagbäume. Menschen liegen sich weinend in den Armen, klettern auf die Mauer und feiern gemeinsam bis tief in die Nacht. Nach 28 Jahren ist Berlin wieder vereint. Ein Jahr später wird auch Deutschland wieder ein gemeinsames Land. 1991 entscheidet der Deutsche Bundestag nach einer äußerst knappen Abstimmung, den Regierungssitz von Bonn nach Berlin zu verlegen. Damit wird Berlin erneut Hauptstadt Deutschlands. In den folgenden Jahren verändert sich das Stadtbild ein weiteres Mal. Am Potsdamer Platz entsteht ein völlig neues Viertel. Der Reichstag erhält seine markante Glaskuppel als Symbol für Transparenz und Demokratie. Historische Gebäude werden restauriert, neue Architektur prägt die Skyline
Und Berlin entwickelt sich zu einem Zentrum für Kultur, Wissenschaft, Start-ups und internationale Politik. Heute leben fast 4 Millionen Menschen in der deutschen Hauptstadt. Berlin ist eine Stadt voller Gegensätze. Zwischen mittelalterlichen Gassen und moderner Architektur, zwischen preußischen Schlössern und Überresten der Berliner Mauer erinnert nahezu jede Straße an ein anderes Kapitel ihrer bewegten Geschichte. Kaum eine andere Stadt Europas wurde so oft zerstört, neu aufgebaut und immer wieder neu erfunden. Und vielleicht ist genau das Besondere an Berlin. Nicht seine Größe, nicht seine Pracht, sondern seine außergewöhnliche Fähigkeit, selbst nach den dunkelsten Zeiten immer wieder einen neuen Anfang zu finden. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Sichere dir deinen Platz für die nächste Zeitreise und abonniere jetzt den Kanal. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar. Welche Epoche oder welches Thema sollen wir als nächstes erkunden?